Er ist der Inbegriff des deutschen Hundes, der deutsche Schäferhund, weltweit bekannt als Polizei-, Rettungs- und Familienhund. Doch seine Geschichte beginnt nicht in einem Labor, sondern auf den weiten Weiden Deutschlands im späten 19. Jahrhundert. Heute schauen wir uns an, wie zwei völlig unterschiedliche Schläge aus Thüringen und Württemberg eine Weltkarriere starteten und warum diese Rasse heute so stark polarisiert wie kaum eine andere. Man muss verstehen, wer dieser Mann war. Max von Stephanitz war ein ehemaliger Rittmeister. In der Welt der Kavallerie, den berittenen Truppen jener Zeit, führte ein Rittmeister oft eine ganze Eskadron. Das war eine militärische Einheit der Kavallerie, also eine größere Gruppe berittener Soldaten unter dem Kommando eines Offiziers. Disziplin, Ausdauer und absolute Funktionalität prägten das Denken von Max von Stephanitz. Als dieser erfahrene Offizier 1899 die Hundeausstellung in Karlsruhe besucht, sucht er kein Schoßhündchen, er sucht einen Arbeitshund, einen Hund mit Intelligenz, Belastbarkeit und einem enormen Arbeitswillen. Und dann sieht er ihn, einen grau-gelben, wolfsähnlichen Rüden, der damals noch auf den Namen Hector Linksrein hört. Was für andere nur ein Hund ist für von Stephanitz die perfekte Grundlage für seine Vision. In Hector erkennt er die rohe Energie des Thüringer Schlags, wendig, aufmerksam und ständig in Bewegung. Er kauft den Hund für die stolze Summe von 200 Mark und vollzieht einen symbolischen Akt. Er tauft ihn um in Horand von Grafrath. Mit diesem neuen, fast aristokratisch klingenden Namen wird der Hund als Nummer 1 im Schäferhund-Zuchtbuch eingetragen. Es ist die Geburtsstunde einer Legende. Doch von Stephanitz gibt sich nicht mit einem einzigen Typ Hund zufrieden. Die Thüringer Tiere waren wendig, intelligent und temperamentvoll, doch oft etwas leichter gebaut. Deshalb richtete er seinen Blick nach Süden, nach Württemberg, wo kräftigere und robustere Hunde gezüchtet wurden. Die dortigen Hunde waren größer, schwerer und hatten oft Hängeohren, besaßen aber eine enorme Knochenstärke und Ausdauer. Durch die Kreuzung dieser beiden Typen, dem wendigen Thüringer und dem kraftvollen Württemberger, entstand das Bild, das wir heute kennen. Eine Mischung aus Eleganz und massiver Arbeitskraft. Ein oft vergessener Fakt: In der Ahnenlinie des allerersten deutschen Schäferhunds tauchten auch weiße Hunde auf. Weiß gehörte also ursprünglich durchaus zur frühen Geschichte der Rasse. Doch in den 1930er Jahren wurde die Farbe in Deutschland als sogenannte Fehlfarbe eingestuft und aus der Zucht ausgeschlossen. Während weiße Schäferhunde hier fast völlig verschwanden, führten Züchter in den USA und später auch in der Schweiz diese Linien weiter. Aus ihnen entsteht der heute bekannte weiße Schweizer Schäferhund. Viele Liebhaber schätzten ihn nicht nur wegen seines ruhigen Wesens und seines auffälligen Erscheinungsbilds, sondern auch, weil bei diesen Linien häufig ein gerader und robuster Rücken erhalten blieb. Ein deutlicher Kontrast zu manchen modernen Schäferhund-Zuchtlinien, bei denen die extreme Rückenform zunehmend kritisiert wird. Durch die Weltkriege wurde er global berühmt. Doch mit dem Ruhm kam eine wichtige Erkenntnis, die oft unterschätzt wird. Ein Schäferhund ist kein Anfängerhund. Wie viele Kenner der Rasse betonen, braucht dieser Hund ein großes Maß an Führung und eine klare, konsequente Linie. Ohne diese Führung übernimmt der Hund aufgrund seines Gewichts und seiner Intelligenz schnell selbst das Kommando, was im Alltag zu massiven Problemen führen kann. Er will arbeiten, nicht nur nebenher laufen. Der größte Preis für die extreme Showoptik ist oft die Gesundheit der Hunde. Mit Showoptik ist dabei ein Erscheinungsbild gemeint, das vor allem auf Hundeausstellungen und Schönheitswettbewerben bevorzugt wurde. Etwa ein besonders stark abfallender Rücken oder eine extrem ausgeprägte Körperform. Kritiker werfen dieser Entwicklung vor, dass dabei das Aussehen teilweise gewichtiger wurde als die Gesundheit und Belastbarkeit. Besonders die Hüftdysplasie, kurz HD, ist bei deutschen Schäferhunden zu einem bekannten Problem geworden. Dabei sitzt das Hüftgelenk nicht mehr richtig in der Gelenkpfanne, wodurch Schmerzen, Entzündungen und später schwere Bewegungsprobleme entstehen können.
Viele betroffene Hunde haben Schwierigkeiten beim Aufstehen, Laufen oder Springen. Hinzu kommt die sogenannte Ellbogendysplasie, kurz ED. Hier entwickeln sich die Gelenke der Vorderläufe fehlerhaft, was ebenfalls zu Schmerzen, Lahmheit und frühzeitigen Gelenkverschleiß führen kann. Zusammenfassend kann man sagen, aus einem einzigen Hund namens Hector Linksrein wurde Horand von Grafrath, der erste offiziell eingetragene deutsche Schäferhund im Schäferhundzuchtbuch. Doch Horand war nicht das Ende der Geschichte, sondern ihr Anfang. Durch die weitere Zucht mit den unterschiedlichen Schlägen aus Thüringen und Württemberg entstand Schritt für Schritt der deutsche Schäferhund, wie wir ihn heute kennen. Vom Hütehund zum Polizei-, Rettungs- und Familienhund. Kaum eine andere Rasse hat die Welt der Hunde so geprägt. Doch, genau deshalb stellt sich heute eine wichtige Frage. Ist die moderne Zucht manchmal zu weit gegangen? Was denkt ihr darüber? Habt ihr selbst Erfahrung mit dem deutschen Schäferhund, mit HD oder mit der Erziehung dieser beeindruckenden Hunde gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch solche historischen Hundedokumentationen interessieren, dann schaut euch gerne auch meine anderen Videos an. Teilt dieses Video, um auf die Bedeutung gesunder Zucht aufmerksam zu machen. Und vielleicht hilft ihr damit auch anderen Menschen, die die richtige Entscheidung bei der Wahl des Hundes treffen wollen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über jegliche Form von Unterstützung. Weitere Rasseporträts werden folgen. Stöbert auch gerne mal auf meinem Kanal herum. Bis zum nächsten Mal.